Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie, wir sind in Frankfurt in einem geheimen Studio und dürfen euch heute den Kia Sportage in der GT-Line vorstellen. Falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert doch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir und was werden wir heute gemeinsam machen? Wir werden über diese sehr, sehr schöne Optik sprechen, über den Innenraum, über die verschiedenen Motorvarianten, die ihr bekommt. Und ein kleines Fazit gibt es natürlich auch, nur fahren darf ich ihn heute leider nicht. Bleibt jetzt gerne dran, abonniert auch den Kanal, dann gehen wir erstmal los und schauen uns den Sportage etwas genauer an. Kommt mit! Hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoLeasy. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Ihr werdet da den Kia Sportage vermutlich auch finden. Hier steht er jetzt in 5. Generation, den gibt es übrigens seit 1993. Da ist mein kleiner Bruder geboren, ich bin ein bisschen älter schon. Und krass ist, der hat sich jetzt in der letzten Generation über 2,3 Millionen Mal verkauft. In Europa zwischen 730 oder 720.000 Mal, was echt verdammt viel ist. Dieses Modell ist also sehr, sehr beliebt bei euch da draußen. Und ich bin gespannt, was ihr jetzt über diese Optik hier sagt, denn ich finde die wunderschön wirklich. Als ich das Auto vorhin gesehen habe, ich durfte es sogar enthüllen, war ich echt hin und weg. Erstmal zu der Farbe, hier ist Experience Green drauf. Ich finde die mega schick, weil das so eine Mischung ist aus so einem Metallic-Lack, der aber irgendwie auch so ein bisschen matt aussieht, wenn ihr euch den auch mal ein bisschen genauer anschaut. Ich finde ihn super schick, vor allem mag ich generell grüne Autos. Ich sage ja immer, Hashtag Make Green Cars Great Again. Finde ich sehr, sehr gut, vor allem, dass Kia das jetzt eben hier so als Loungefarbe benutzt. Vorne dann das neue Kia-Logo, genauso wie auch beim EV6, den wir euch schon vorgestellt haben, als zweites Modell jetzt hier eben der Sportage. Und was zuerst auffällt, ist, dass die Tiger Nose relativ schmal ist, aber wirklich eigentlich die komplette Front hier bedeckt. Hier oben mit dem Klavierlack, unten dann auch nochmal mit dem Grün, mit dem Experience Green. Und hier drunter haben wir einen sehr interessant designten Kühlergrill. Ganz viele Ecken und Kanten, ich finde den total schick. Hier an der Seite steht dann auch mal die GT-Line. Übrigens wird es insgesamt vermutlich 4 Ausstattungsvarianten geben. Das ist jetzt die höchste Ausstattungsvariante, heißt, ich kann euch heute alles zeigen, was ihr da jetzt hier rein konfigurieren könnt. Hier unten dann auch nochmal sehr schicke Lippe, hier auch nochmal mit einem Aluminium. Das ist kein Plastik, wenn ich es richtig sehe. Hier auch nochmal so ein kleines Gitter in dem gleichen Look wie auch der Kühlergrill. Hier ein bisschen Hartplastik und hier an der Seite auch Klavierlack. Super schick, wie ich finde, und was mir am allerbesten gefällt, ist eigentlich diese Leuchte hier. Schaut ihr euch mal an, die hier in so einem Bogen, in so einem umgekehrten C rumgeht. Hier haben wir dann auch nochmal 3 Striche und interessant ist, serienmäßig bekommt ihr jetzt hier immer LED-Licht, optional Matrix-LED-Licht, haben wir jetzt in diesem Fall auch mit drauf. Was bedeutet Matrix-LED-Licht? Das bedeutet, dass es halt ein viel besseres Fernlicht ist, wenn ihr beispielsweise auf der Autobahn fahrt. Wird der Gegenverkehr abgeblendet, Schilder werden angeblendet und ihr habt halt eben eine doppelte Fernlichtwirkung wie halt bei einem normalen LED-Licht. Wenn wir jetzt zu der Seite gehen, vielleicht zu den Maßen, und der Kia Sportage ist gewachsen. Einerseits um 3 cm länger geworden, er ist jetzt 4,52 Meter lang, 1 cm breiter geworden, er ist jetzt 1,86 Meter breit und 1 cm höher geworden, 1,65 Meter ist er jetzt hoch. Das sind gute Kompakt-SUV-Ausmaße und ich finde auch von der Seite ist der super schick, oder? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr jetzt so den ersten Eindruck fandet. Was jetzt auch interessant ist an der Seite, sind die Felgen. 17 bis 19 Zoll bekommt ihr jetzt hier. In diesem Fall haben wir jetzt 18 Zoll Felgen. Hier drumherum dann auch nochmal in einem Glossy Black. Das bekommt ihr in der GT-Line dann direkt dabei. Könnt ihr aber auch optional bei den anderen Ausstattungsvarianten wählen. Übrigens sehr schönes Felgenbett, wie ich finde. 18 Zoll habe ich euch, glaube ich, schon gesagt. Hier an der Seite dann auch nochmal schwarz in dem Glossy Black. Finde ich super schick. Und wir haben jetzt nicht so viel Chrom wie jetzt beispielsweise bei der koreanischen Version. Gefällt mir so besser, ist ein bisschen europäischer, so wie sie jetzt hier steht. Und mein absolutes Highlight sind wirklich diese Spiegelkappen. Schaut ihr euch mal an. Total zackig, sind was ganz Besonderes. Hier auch noch mit so einem integrierten Blinker. Hier unten dann so eine kleine Bootsreling auch nochmal.
Die finde ich aber schick, weil das so ein dunkles Chrom ist. Ich mag nicht so starke Hellchromfarben. Das finde ich irgendwie deutlich dezenter. Und ihr habt jetzt hier oben auch eine Dachreling plus ein Glasdach. Das zeige ich euch danach auch noch von innen. Könnt ihr euch jetzt von hier auch noch mal kurz anschauen, was ich schon sehr, sehr schick finde. Eine Sache, die ich noch ganz vergessen habe zu erzählen, da wird Jan mich jetzt hassen, aber die Tiger Nose findet sich auch oben noch mal in der Windschutzscheibe. Ich mache euch da ein Schnittbild drüber. Und sonst habt ihr hier gute, große, bügelförmige Türöffner, da kommt man auch gut dran. Hier habt ihr auch noch mal so ein Keyless-System, heißt, wenn ihr den Schlüssel in der Tasche habt, könnt ihr einmal draufklicken und dann geht das Auto eben auch auf. Ja, und so viel dazu. Die Bodenfreiheit kann ich euch jetzt leider noch nicht sagen. Ihm wird es als Allrad geben, vor allem in der Plug-in-Hybrid-Variante, das erzähle ich euch dann aber noch später. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal nach hinten. Übrigens kriegt ihr hier auch adaptive Dämpfer optional. Die haben wir jetzt hier auch drin. Fahren dürfen wir heute leider nicht, deswegen kann ich noch gar nicht so viel dazu sagen. Ja, und für mich ist das Heck die Schokoladenseite. Man erkennt auch an allen Ecken noch mal so ein bisschen den EV6 wieder, den wir euch ja schon präsentiert haben. Und besonders ist für mich eben diese Dachlinie, die wir haben, die jetzt so hier hervorgeht, dieser Spoiler mit diesen Finlets hier an den Seiten. Wir haben hier auch nochmal das Bremslicht integriert mit so einer Chromleiste. Und übrigens gehen die Fenster hier drüben auch nochmal so ein bisschen runter und verjüngen sich. Und ich mag das, weil das hier alles so richtig schick nach vorne fließt. Wie gesagt, ich stehe auf dieses Auto, ich war echt hin und weg. Sehr, sehr gelungen. Rückleuchte geht hier auch einmal quer durch, hat hier wirklich sehr schöne Lichtsignatur, auch hier wieder diese 3 Elemente. Das heißt, hier findet sich ja alles auch irgendwie immer wieder, es ist alles sehr stimmig. Das Einzige, was nicht so stimmig ist, ist tatsächlich die Haifischflosse da oben, die Antenne. Wenn die noch weg wäre, wäre dieses Auto echt sehr, sehr harmonisch. Aber irgendwas gibt es ja immer zu meckern. Und was ich auch schick finde, ist, dass dieses Glossy Black Element hier nochmal beide Leuchten verbindet. In der Mitte nochmal das geschwungene Kia-Logo. Sportage steht hier drauf, GT-Line haben wir jetzt hier. Sonst sehr viel dunkle Elemente. Ich mag das auch, dass es hier so zweifarbig geteilt ist. Das ist was sehr Besonderes, gibt es eigentlich gar nicht so oft. Und wir haben hier unten auch noch so einen Unterfahrschutz, der dem Ganzen nochmal so ein bisschen roughen Charakter gibt. Mit so kleinen Finnen hier an der Seite nochmal. Und man sieht keine Endrohre. Also schaut mal unten drunter, ich sehe kein Endrohr. Doch, da sehe ich eins. Hier drüben ist es. Man muss sich nur deutlich bücken. So viel dazu. Jetzt schauen wir uns mal noch den Kofferraum an, den machen wir mal gemeinsam auf. Und interessante Geschichte, bei Kia ist es nicht so, dass ihr mit euren Füßen irgendwie hier unten kicken müsst, wenn ihr den Schlüssel in der Tasche habt, sondern ihr könnt einfach davor stehen bleiben, müsst jetzt nicht hier irgendwie affig machen. Der piepst dann 3-mal und dann geht er automatisch auf. Außer ihr geht dann zurück, dann bleibt er zu. Finde ich eine sehr praktische Lösung. So, jetzt zum Kofferraum. Wir haben jetzt hier 600 bis 1900 Liter Fassungsvermögen. Das ist eine Menge und wir schauen den uns jetzt im Detail an. Vielleicht erstmal hier die Ladesicherung, damit fangen wir an. Kann man hier komplett nach vorne machen, kann man hier auch so runter machen. Ich gucke mal, ob das so klappt. Nee, das klappt nicht wie bei Skoda leider. Mach's jetzt hier wieder zu. Könnt ihr hier auch raushebeln. Ich hoffe, ihr glaubt mir das jetzt, ich habe viel zu lange Nägel, um das jetzt zu machen. Man kann das hier aber rausheben. Man kann hier jetzt auch den doppelten Ladeboden nochmal angucken. Schaut mal, ich ziehe den mal hier raus. Einmal hier habt ihr Platz. Könnt den aber auch komplett rausmachen, wenn ihr das möchtet. Und wir haben jetzt hier auch noch eine 12-Volt-Steckdose an der Seite. Verschiedene Ösen, an denen wir noch was verbauen können. Und ihr seht jetzt schon hier an der Seite, wir haben so 2 Haken, mit denen wir dann die Rückbank im Verhältnis 20, 40, 40 umklappen können. Das machen wir jetzt mal gemeinsam. Einmal, zweimal. Der zweite geht ein bisschen schwungvoller. Und jetzt seht ihr halt eben das ganze Fassungsvermögen. Das ist sehr, sehr viel Platz. Ich mag es auch, dass es fast keine Ladekante gibt. Und ich mag auch die Verarbeitung hier hinten im Kofferraum. Das ist alles sehr gut verarbeitet, vor allem mit dem Filz hier. Auch der Griff ist ordentlich, der bricht nicht ab. Und ihr habt hier auch noch mal so ein bisschen Plastik, falls ihr B- und entladet, geht nicht zu viel kaputt. Das Einzige, worauf man achten muss, ist wirklich hier diese schwarze Fläche, weil wenn ich mir vorstelle, da mal so eine Bierkiste fallen zu lassen, dann könnte es doch schon im Geldbeutel wehtun und auch im Herzen, wenn man da was kaputt macht. Was wir jetzt als nächstes machen, ist mal noch auf die Rückbank gemeinsam gehen. Ich bin 1,64 Meter klein und dann schauen wir mal, wie viel Platz ich da hinten habe. Kommt mit. So, auf den ersten Blick sind die Lehnen jetzt sehr steil, auch auf den zweiten Blick. Ich habe sie jetzt sehr steil eingestellt. Einfach, dass ihr mal seht, inwieweit da die Toleranz ist. Und hier unten an dem Griff könnt ihr das jeweils verstellen. Schaut euch das mal an. Hier ist es und wenn ich die jetzt drücke, schnellt die nach vorne bzw. ganz nach hinten. Und schaut mal, so kann man schon relativ entspannt da hinten sitzen. Auch gerade der Vergleich ist jetzt interessant von den verschiedenen Stufen, die ihr einstellen könnt. Auf der anderen Seite mache ich es jetzt auch mal. Und hier hinten
lässt sich schon aushalten. Finde ich sehr, sehr gut. Auch die Sitze sind weich gepolstert. Da hat man auch mit einem etwas knochigem Po kein Problem. Hier habt ihr dann auch sehr schönes perforiertes Leder, Alcantara. Hier auch nochmal so eine kleine Ziernaht in einem hellen Leder. Das ist schon krass gut verarbeitet. Die GT-Line lohnt sich auf jeden Fall. Hier in der Mitte dann eine Mittelarmkonsole bzw. eine Armauflage. Und hier muss ich wirklich sagen, ich finde es super, dass die mal nicht so runterhängt. Ich finde, auf so Rückbänken hängen die immer so komisch runter. Hier hat die wirklich eine sehr gute Position, habe auch Platz für 2 Cups. Kopfstützen kann man sich auch einstellen in der Größe. Schaut mal, die sind tendenziell ein bisschen klein. Für meinen Hinterkopf reicht es. Ich weiß nicht, für einen ganz großen weiß ich nicht. Und ihr habt hier jetzt noch ein großes Glasdach, habe ich euch ja schon gesagt. Wir schauen uns von vorne dann noch ein bisschen genauer an. Hier habt ihr dann auch nochmal ein Fach, wo ihr was verstauen könnt. Hier ist Jan vorhin mit seinen Schuhen rangekommen. Habt hier auch noch eine Klimaautomatik, die ihr einstellen könnt mit Einstellung der Lüftungsrichtung. Und hier habt ihr dann auch nochmal 2 USB-Anschlüsse, das sind keine USB-C-Anschlüsse. Interessant ist, dass ihr hier mit kleinem Hinweis auch noch einen Kleiderbügel hinhängen könnt für die ganzen Business Lines da draußen. Hier habt ihr auch nochmal einen Haken, heißt, ihr könnt jetzt hier auch eure Kleidung sehr gut und knitterfrei transportieren. Jetzt schauen wir mal noch in die Tür, beziehungsweise erstmal hier in die Einstiegsleiste. Schaut euch das mal an, hier gibt es sogar so eine Mini-Einstiegsleiste noch. Sehr, sehr schick. Hier haben wir jetzt Hartplastik, dunkelchromfarbenes Element, beziehungsweise schwarzes Element. Hier wieder Alcantara, hier auf der Armauflage, sehr weich gepolstert, obwohl wir auf der Rückbank sind. Und wir haben jetzt hier eine Harman Kardon Anlage. Davor war es ja immer JBL. Das Ding hat zum ersten Mal die Harman Kardon Anlage. In dem Fall ist es jetzt auch im Sportage. Sound kann ich euch leider nicht zeigen, aber der ist sehr gut. Harman Kardon finde ich generell sehr gut. Was wir jetzt aber als nächstes machen, ist gemeinsam vorgehen und noch über die Motoren sprechen. Oh, elektrische Motorhaube wäre jetzt vielleicht mit hydraulischen Hubarm. Ich hoffe, ich sage es richtig. Wäre natürlich ein bisschen komfortabler und jetzt sprechen wir über die verschiedenen Motorvarianten. Und so viel vorweg, es wird keine elektrische Variante geben, super schade. Aber sonst gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt. Unter anderem bekommt ihr 2 Benzinvarianten, einmal mit 150 und einmal mit 180 PS. Ihr bekommt 2 Dieselvarianten, einmal mit 115 PS und einmal mit 136 PS. Ihr bekommt einen Vollhybrid. Der Vollhybrid wird 230 PS haben und der Plug-in-Hybrid wird 265 PS haben. Der wird dann eine elektrische Reichweite von ungefähr 60 Kilometer haben. Heißt, ihr werdet auch voll von der Förderung profitieren können, die ja je nachdem bis zu 7.500 € hoch ist, beziehungsweise eben 0,5% Dienstwagensteuer. So viel vorweg. Alle anderen Motordaten, die ich bis dahin weiß, bis zur Veröffentlichung, mache ich euch unten noch in die Infobox. Hier machen wir jetzt mal zu. Mit Schwung, dann geht es auch richtig zu. Was wir jetzt als nächstes machen, ist gemeinsam in den Innenraum gehen. Da zeige ich euch noch alles Wichtige und anschließend gibt es noch ein kleines Fazit und ich erzähle euch, was der jetzt hier so kosten wird. Kommt mit! Weiter geht es jetzt mit dem Innenraum und als allererstes fangen wir jetzt mal hier mit dem Glasschiebe-Panoramadach an. Das finde ich mega cool. Dafür habt ihr hier einen Knopf, womit ihr das bedienen könnt und ich mache euch das jetzt mal auf. Da ist der Knopf. Erstmal fährt so eine Jalousie auf oder zu, je nachdem, was ihr gerade macht. Und jetzt kommt der zweite Teil. Achtung, ihr habt hier nämlich die Möglichkeit, eben ein halbes Cabrio draus zu machen, was schon mega cool ist. Habt ihr auch noch so ein Windshot, was euch dann eben so ein bisschen hilft bei den Windverwirbelungen. Jetzt habt ihr es gesehen, sehr, sehr cool. Ich könnte nicht drauf verzichten und macht auch ein sehr schönes Raumgefühl hier drin. Und auch viel Licht jetzt fürs Filmen. Und als nächstes fangen wir jetzt mal mit den Sitzen an. Wir haben jetzt hier wie auf der Rückbank eine Kombination aus Leder, Alcantara, hier an der Seite noch so Paspeln in einem Beige. Finde ich super schick. GT-Line steht hier oben eingestickt drin. Wäre das jetzt noch eingeprägt, das wäre so das Tüpfelchen, fände ich viel, viel besser. Keine integrierte Kopfstütze, ihr habt ja von hinten schon gesehen, da könnt ihr einen Kleiderbügel dran machen. Dafür könnt ihr aber die Kopfstütze eben hoch und runter machen. Finde ich auch sehr gut. Seitenhalt ist auch gegeben. Ich bin noch nicht gefahren, aber zumindest mein Eindruck jetzt bei der ersten Sitzprobe. Sehr weich gepolstert hier. Hier unten auch sehr weich gepolstert, genauso wie auf der Rückbank. Sehr, sehr gut. Vielleicht hätte ich jetzt noch so eine Verlängerung ganz gut gefunden, aber das ist echt Meckern auf hohem Niveau. Einstiegsleiste haben wir auch, schaut mal, auch sehr schick, etwas größer als auf der Rückbank. Und jetzt schaut mit mir mal in die Tür.
Auch wieder eine Kombination aus Alcantara, aus Leder. Wir haben ein Chromelement, der Türöffner ist sehr interessant geformt, auch so wie beim Sorrento beispielsweise oder ähnlich wie beim Sorrento. Wir haben Klavierlack jetzt auf der Armauflage, das ist ein kleiner Kritikpunkt. Ich glaube nämlich, wenn man da viel mit der Hand ist bei der Armauflage, hat man viele Fingerdoben drauf. Hätte ich vielleicht ein anderes Material gewählt. Und unten haben wir sehr viel Platz für Flaschen. Harman-Kardon-Anlage habe ich euch schon erzählt. Ich mag die, weil ich damals auch ein Audi hatte mit der Anlage. Die macht echt einen guten Sound. Auch hier, vor allem ist hier halt eben der Klang sehr gut wegen des großen Raumes. Jetzt schauen wir hier vorne mal das Cockpit an und erstmal Mittelarmkonsole. Ist der dunkel gehalten, ist der schwarz gehalten? Wir haben Klavierlack, da muss man drauf stehen, das muss man mögen. Wegen der genannten Fingerabdrücke, die man jetzt hier hat, wenn man drauf drückt. Schaut mal, man hat direkt einen. Aber es sieht sehr schick aus und man kann das ja auch relativ schnell wieder abwischen. Was wir auch haben, sind so Cup-Holder. Ich schiebe die mal zurück, damit ihr mal sehen könnt, wie die hier herausfahren. Das ist nämlich ganz witzig. Einmal, zweimal. Sehr lustig, kann man aber auch eben wieder wegmachen, wenn man das möchte. Und dann hat man hier viel mehr Platz. Kann, keine Ahnung, auch Geldbeutel oder sowas da reinmachen. So, upsala, jetzt ist es drin. Es ist aber relativ umständlich, das jetzt wieder so reinzuschieben. Hier habt ihr dann auch noch ausreichend Platz. Auch hier könnt ihr euren Geldbeutel verstauen, wenn ihr es möchtet. Und hier haben wir den Schlüssel. So sieht er vielleicht aus. Ich weiß es noch nicht. Jetzt machen wir hier wieder zu. Hier vorne habt ihr dann auch noch so ein kleines Secret-Fach. Könnt ihr hier so auffahren und eine induktive Ladefläche. Heißt, wir haben jetzt hier exemplarisch Jans Handy. Könnt es jetzt hier reinlegen. Habt hier dann eben die Lademöglichkeit. 2 USB-Anschlüsse. Hier seht ihr dann, ob es lädt oder nicht. Und hier dann auch noch eine 12-Volt-Steckdose. Könnt es aber hier jetzt ganz einfach mit so einem Druck wieder zufahren. Jetzt würde ich sagen, kommt Jan mal rein und wir schauen uns hier noch den Innenraum etwas genauer an und fangen mal an mit dem Lenkrad. Erstmal, GT-Line ist jetzt hier unten abgeflacht. Jan zeigt euch noch kurz die Lüftungsdüse, bevor wir über das Lenkrad reden. Manchmal entscheidet er auch, wer jetzt hier spricht. Schaut euch mit mir noch kurz die Lüftungsdüse an. Die ist sehr geradlinig, auch mit Klavierlack. Ihr könnt hier auch noch die Richtung entscheiden, wo es lang geht, auch hier oder da. Finde ich sehr schick, sieht so ein bisschen T-förmig aus und hier eben so ein Chromelement auch nochmal, was ihr auch in der Tür wiederfindet. Sehr stimmiger Innenraum für mich. Jetzt sprechen wir aber über das Lenkrad. Und das Lenkrad ist rund, aber unten noch abgeflacht. GT-Line steht hier nochmal drauf, dreispeichig. In so einem dunklen Chrom finde ich sehr, sehr schick. Schöner als so ein helles Chrom. In der Mitte das neue Kia-Logo auf dem Pralltopf. Hier habt ihr alles für die Assistenzsysteme, Abstandsregeltempomat, Spurhalteassistenten, Limiter. Sprachsteuerung habt ihr hier. Hier habt ihr dann auch noch den Mode-Knopf, womit ihr dann hier in der Mitte dann Einstellungen vornehmen könnt. Das zeige ich euch dann später. Und mit diesem Knopf hier könnt ihr da vorne das 12,3 Zoll große Cockpit und Display steuern. Und das ist krass, das ist nämlich sehr, sehr groß. Und da könnt ihr euch verschiedene Dinge anzeigen lassen, wie ein Kompass. Habt ihr jetzt auch noch die Assistenzsysteme in der Übersicht. Habt ihr auch noch den Verbrauch. Das ist natürlich jetzt alles noch Vorserie, was schon sehr, sehr interessant ist. Hier drüben habt ihr dann eben noch den Tankfüllzustand, wie schnell ihr gerade fahrt. Und da ist ganz interessant, ich hoffe, man sieht es jetzt. Nein, ich muss dafür den Motor anmachen, das machen wir jetzt auch gemeinsam schnell. Starten jetzt mal den Motor und schaut mal, es klappt. Ich finde diese Lösung mega gut. Man hat hier halt einen Totwinkelassistent und sieht vorne dann eben, wohin man fährt. Jedes Mal, wenn man da eben blinkt, haben wir euch ja schon im Stinger vorgestellt, beziehungsweise im Sorrento. Sehr coole Lösung. Jetzt machen wir hier vorne, wir können ihn anlassen, machen wir vorne mal, drücken wir mal auf Home und sprechen über das andere 12,3 Zoll große Display. Und zusammen sind die wirklich riesig, Curved Display, wie gesagt 12,3 Zoll, sehr, sehr cool. Überfordert mich aber nicht. Schaut mal gerne in unser EQS-Video, da ist man schnell überfordert von den ganzen Screens. Das ist wirklich sehr viel Screen, sehr modern, aber nicht zu viel irgendwie. Ich mag die Mischung total gern. 2 Sachen möchte ich euch jetzt nur ganz schnell zeigen. Einmal ist es Hybrid. Hier habt ihr dann Energieflussanzeige, wenn ihr das möchtet. Das ist jetzt natürlich alles noch Vorserie. Hier habt ihr den Kraftstoffverbrauch auch vom Elektromotor. Könnt euch das dann auch noch mal genauer angucken im Verlauf eben oder auch als Splitscreen, wenn ihr das möchtet. Habt hier dann auch noch mal die Karte mit der Navigation. Wenn ihr hier auf Einstellungen klickt und hier auf Fahrzeug, habt ihr hier auch nochmal die Übersicht aller Assistenzsysteme, könnt hier auch nochmal das Kombi-Instrument einstellen, die Klimaanlage, das Licht oder auch die Tür, also ein automatisches Entriegeln. Wenn wir wieder zurückgehen, gibt es ja auch einen Ruhemodus, das finde ich ganz interessant, da geht die Lautstärke auf 25 und das wird nur vorne alles abgespielt, ist also gut, wenn man jetzt
beispielsweise Kinder hat oder hinten jemand, der schläft. Und wir haben jetzt hier das wichtigste Kia Connect, also einen Kalender, haben Live-Wetter, Fahrzeugdiagnose, Kia-Einstellungen und, wenn ich nochmal zurückgehe, eine letzte Sache, haben wir auch noch Kia Live, das finde ich mega gut, heißt, ihr habt eine Verkehrsinfo, Live-Parkplätze und auch Live-Tankstellen. Und ich hoffe auch in Zukunft Live-Ladesäulen. Hier unten dann auch nochmal die Klimaanlage mit so einer schönen Ansicht, funktioniert auch per Touch, wenn ich das möchte, schaut euch das mal an. Oder hier eben mit Drehregler, heißt, hier mache ich eben die Temperatur rein, hier kann ich sie auf der anderen Seite auch machen. Sync übrigens heißt auf beiden Seiten synchronisieren, wusste ich bis jetzt nicht so sehr. Und hier könnt ihr halt eben dann auch noch verschiedene andere Dinge einstellen. Ihr könnt jetzt hier Map, Navigation, Radio, Media oder Setup einstellen. Heißt, über diese zwei Knöpfe steuert ihr eben hier unten dieses Display. Dann habt ihr hier noch den Start-Stopp-Knopf. Wie gesagt, hier sind schon viele Fingerabdrücke. Hier habt ihr nochmal zweimal die Sitzheizung. Hier auch nochmal eine Lenkradheizung, sehr angenehm, vor allem im Winter. Und hier habt ihr dann auch noch den Gangwellhebel. Das ist jetzt nicht der bestverarbeitetste, sieht ein bisschen ungewohnt aus, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran. Rückwärts, neutral und Drive. Und hier habt ihr noch die verschiedenen Fahrmodi. Wenn ich jetzt dran ziehe, bzw. drehe, habt ihr Eco und Sport. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, habt ihr noch Snow, Mud und Sand. Heißt, wir haben hier durchaus auch Offroad-spezifische Gänge. Hier habt ihr noch eine Bergabfahrhilfe, Rückfahrkamera, zeige ich euch auch noch schnell. Habt hier einmal eine von oben aus der Vogelperspektive und könnt aber auch nach hinten rausschauen. Und habt hier auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier draufklicke mal, euch auch noch mal das Auto komplett anzusehen. Und schaut mal, sieht irgendwie komisch aus mit dem Logo da vorne, oder? Naja, ist alles wie gesagt noch Vorserie. Was wir jetzt als nächstes machen, ist gemeinsam rausgehen und ich zauber euch noch ein Fazit und erzähle euch, was der jetzt hier so kosten wird. Kommt mit! Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit und ich habe mich hier mal ganz bequem hingesetzt, zumindest ja relativ bequem, so bequem ist der Stuhl jetzt auch nicht. Aber Jan meint, das sei witzig, wenn ich das jetzt tue. Aber jetzt stelle ich den wieder weg und dann erzähle ich euch, wie ich den Sportage jetzt so finde und ich glaube, ihr habt schon mal ein bisschen erahnt, wie mir die Optik gefällt. Ich stehe total auf ihn, aber was man sagen muss, er sieht total anders aus wie sein Vorgänger. Und da interessiert es mich wirklich an der Stelle, wie findet ihr ihn jetzt? Ist er euch zu gewagt? Ist er euch zu eckig, zu kantig? Oder findet ihr ihn genau richtig? Ich mag es total gerne, dass er eben nicht mehr so rund ist, so knuffig, sondern er steht schon sehr satt auf der Straße, beziehungsweise hier jetzt eben in dem Studio. Er sieht sehr sportlich aus. Und fällt auf jeden Fall auch sehr, sehr auf. Und darum geht es ja irgendwie auch bei Autos, oder? Und für mich im positiven Sinn. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Und übrigens, sein Bruder ist der Hyundai Tucson. Also schaut da auch gerne mal in unsere anderen Reviews. Steht übrigens auf der N3-Plattform, habe ich euch auch noch nicht gesagt. Und der Radstand ist 2,68 Meter groß. Für dieses Auto spricht sehr viel. Ihr habt super viel Platz im Kofferraum. Wir haben jetzt hier natürlich die beste Ausstattung, aber der Innenraum hat es mir wirklich angetan. Ihr habt sehr viel Platz auf der Rückbank. Infotainment-System finde ich sehr gut. Es ist eine Mischung aus einem EV6 und eben dem alten Sportage. Ich finde es sehr, sehr interessant, was dabei rausgekommen ist. Er wird auf den Markt kommen, vermutlich 2022. Preislich wird er wahrscheinlich ab 25.000 € beginnen. Der aktuelle Sportage beginnt ja bei ungefähr 23.000 €, heißt, er wird ein bisschen teurer vermutlich werden. Aber ihr werdet auch die Möglichkeit haben, eben ein Plug-in-Hybrid zu kaufen, zu leasen oder wie ihr auch immer möchtet. Und dann werdet ihr auch von einer Förderung profitieren. Übrigens, ihr bekommt hier noch 7 Jahre Herstellergarantie, ist natürlich auch immer sehr interessant bei Kia. Und falls euch das trotzdem zu teuer sein sollte, könnt ihr auch gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbeischauen. Das machen die Jungs, das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern im Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan und von mir. Abonniert gerne den Kanal, hier seid ihr immer bestens informiert und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!